Ich grüße dich. Bevor wir jetzt zum Thema Portugal sprechen, noch eine kurze Meldung in eigener Sache, wie du hören kannst. Vielleicht auch in den letzten paar Videos ist leider meine Stimme gerade nicht so hundertprozentig optimal. Das liegt einfach daran, weil ich jetzt schon so zweiten oder dritten Mal Covid hatte. Und die hiesige Covid-Variante ist einfach dafür bekannt, dass man seine Stimme verliert. Ich kenne ja Leute, die haben keine Stimme für 4 bis 6 Wochen. So schlimm ist es bei mir nicht. Aber ich habe dennoch etliche Termine verschieben müssen. Wenn du davon betroffen warst, dann danke ich dir für dein Verständnis. Und ja, ich hoffe, dass es jetzt dann langsam wieder aufwärts geht. Okay, also richten wir den Blick auf Portugal. Für alle sehr überraschend hat die portugiesische Regierung angekündigt, den NHR-Status 2024 einzustellen. Aktuelle Nutzer können den Status noch bis zum Ende der 10-Jahresfrist nutzen. Wer jetzt noch nach Portugal umziehen will, muss Gas geben und den Umzug noch dieses Jahr über die Bühne bringen, wenn man der Regierung Glauben schenken will. Die Steuererleichterungen gemäß dem NHR-Status für ausländische Einwohner in Portugal seien nicht länger gerechtfertigt, erklärte Premierminister António Costa und versprach, das Programm für neue Antragsteller im Jahr 2024 zu schließen, nachdem es die Immobilienpreise in einem der ärmsten Länder Westeuropas in die Höhe getrieben hat. Das 2009 ins Leben gerufene System, also der NHR-Status, ermöglicht es Ausländern, die sich in Portugal niederlassen, von einem besonderen Steuersatz von 20% auf Einkommen aus portugiesischen Quellen zu profitieren, zum Beispiel Anstellung. Es wurde eingeführt, um Investoren und Fachleute anzulocken, als Portugal unter der Finanzkrise litt. Besonders interessant für unsere Mandanten waren die weiteren Vorteile des Systems. Es gab nämlich Steuerbefreiung für viele ausländische Einkommensarten, insbesondere Dividenden. Und natürlich sehr viele Rentner sind nach Portugal umgezogen, sehr viele Vorruheständler, sehr viele Personen mit Einmalzahlungen, die haben nämlich nur 10% auf diese Zahlungen leisten müssen. Bewerben konnten sich auch portugiesische Staatsbürger, die 5 Jahre oder länger im Ausland gelebt haben. Es war also ein Rückkehrerprogramm. Costa sagte am Montag, den 2. Oktober 2023 gegenüber CNN, das Vorhaben habe den Immobilienmarkt aufgebläht und nannte es eine steuerliche Ungerechtigkeit, die nicht mehr gerechtfertigt sei. Es macht keinen Sinn mehr, fügte Costa hinzu und erklärte, dass diejenigen, die da bereits profitieren, dies auch weiterhin tun würden. Also das heißt, hier wird Bestandsschutz gewährt. Costa ist seit 2015 an der Macht, natürlich sozialistische Partei, surprise, surprise. Er war zuletzt in allerhand Skandale verwickelt. Es ging um Korruption und Vorteilsnahme. Seine Popularität hat bei den Wählern deutlich gelitten. 11 Regierungsmitglieder mussten bereits den Hut nehmen. Schon 2022 zog die portugiesische Regierung den Zügel bei den Steuern an, indem sie den de facto steuerfreien Status von Einkünften aus Kryptowährungen beendete. Portugal, du wirst dich erinnern, war einmal das sogenannte Kryptoparadies und beliebter Wohnsitz für ausländische Kryptoinvestoren. Die Ankündigung betreffend den NHR-Status erfolgte 2 Tage, nachdem tausende Menschen in Lissabon und anderen Städten in ganz Portugal auf die Straße gegangen waren, um gegen die steigenden Mieten und Immobilienpreise zu protestieren, die durch die zunehmende Gentrification und den Rekordtourismus angeheizt wurden. Ist ja bekannt von Portugal, es gab schon mehrmals solche Proteste. Es gibt ja auch neben den NHR-Nutzern noch viele digitale Nomaden. Regierungsdaten zeigen, dass mehr als 50% der Arbeitnehmer in Portugal weniger als 1.000 € im Monat netto verdienen. Und ein Anstieg der Mieten in Lissabon um 65% seit Beginn des Tourismusbooms im Jahre 2015 viele Wohnungen unerschwinglich gemacht hat und das trotz Pandemie und so weiter und so fort. Nach Angabe der Regierung sind die Immobilienpreise im gleichen Zeitraum, also seit 2015, um 137% gestiegen. Gut, diesen Trend gab es in mehreren Ländern zu beobachten, in sehr vielen Ländern aufgrund der günstigen Zinsen, und der dürfte jetzt sich ins Gegenteil umdrehen. Kritiker sagen, dass die Anfang des Jahres von der Regierung angekündigten Maßnahmen zu den Beschränkungen bei Airbnb, Kurzzeitmieten und Änderungen am Golden Visa Programm des Landes nicht ausreichen, um die Krise zu bändigen, die auch durch einen chronischen Mangel an bezahlbarem Wohnraum verschärft wurde. Soweit die Situation in Portugal. Portugal ist damit das 4. steuergünstige Land, das in den letzten 6 Monaten seine Steuervergünstigungen eingeschränkt hat. Zuvor haben die Vereinigten Arabischen Emirate eine Gewinnsteuer von 9% eingeführt. Also Dubai ist nicht mehr steuerfrei.
Costa Rica hat die Abschaffung der sogenannten Territorialbesteuerung angekündigt und als Gesetzesvorhaben schon auf den Weg gebracht. Thailand, drittens, hat die steuerliche Freistellung von Auslandseinkommen stark eingeschränkt. Es ist davon auszugehen, dass nach Neuwahlen in UK in den nächsten 12 Monaten auch dort der Non-Dom-Status abgeschafft wird. Wir gehen davon aus, dass die Labour-Regierung gewinnt. Da kommen dann alle möglichen Gräueltaten auf uns zu. Der Non-Dom-Status ermöglicht es eben in UK lebenden Ausländern, ausländische Einkünfte steuerfrei zu vereinnahmen. So, die große Frage ist natürlich, gibt es hier einen Trend? Haben diese 4 Länder etwas gemeinsam? Nun, also man muss ganz klar sagen, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und auch Costa Rica sind die Veränderungen durch den Druck von außen zustande gekommen, wesentlich durch die Europäische Union, die OECD und den Internationalen Währungsfonds. Man weiß ja, VAE und Costa Rica sind beide auf diversen Listen, graue Liste, schwarze Liste gegen Geldwäscherei und Beförderung der Steuerhinterziehung letztlich drauf gelistet, der Europäischen Union. Natürlich war der NRR-Status schon vielen Ländern ein Dorn im Auge, also Schweden oder auch Deutschland haben den laufend kritisiert. Allerdings scheint jetzt in Portugal und Thailand weniger Druck von außen hier der Grund zu sein, dass hier diese steuerlichen Stati abgebaut wurden, sondern eher der Druck von innen, Proteste. Es gibt linksgerichtete die Regierung, die wollen hier die Gleichbehandlung hervorheben, möglicherweise auch von eigenen Skandalen ablenken und hier populistische Maßnahmen ankündigen. Die bösen reichen Ausländer dürfen nicht mehr profitieren. Das Gleiche wird auch in UK der Fall sein. So redet auch die britische Labour-Partei. Lässt sich hier ein Trend ablesen? Ich denke, es ist zu früh, hier Schlüsse zu ziehen. Es wird tatsächlich, denke ich, viele andere Länder geben, die sehr glücklich sind, dass Portugal oder auch Thailand oder auch die VAE hier entsprechend beschlossen haben, ihre steuerlichen Privilegien zu reduzieren und diese dann gleichzeitig ihre eigenen Staaten promoten können. Du darfst nicht vergessen, Staaten sind ja letztlich trotz aller Harmonie nach außen, trotz aller gemeinsamen Aktivitäten wie OECD, IMF und so weiter und so fort, letztlich Konkurrenten, die buhlen um Steuerzahler, die buhlen um wohlhabende, gut situierte Menschen wie dich, ja. Und daher wird es immer Länder geben, die sagen, naja, okay, klar, wir wollen da schon mitarbeiten bei der EU und beim IMF und bei der OECD, natürlich machen wir da mit. Wir wollen uns nicht isolieren, aber wir wollen unsere eigene Sache machen. Ja? Wir wollen hier unseren eigenen Weg gehen und selbst entscheiden, wer hier wie besteuert wird und so weiter und so fort. Daher kann man immer davon ausgehen, dass es Länder gibt, die auch weiterhin interessant sein können. Bestes Beispiel dafür zum Beispiel Spanien natürlich, wenn ich jetzt Portugal hier als Nachbar betrachte. Spanien hat seinen steuerfreien Status, das sogenannte Beckham Law, dieses Jahr weiter noch verbessert für die Nutzer. Ja? Und man kann also ganz und gar nicht sagen, dass hier alle Staaten dabei sind, letztlich die Steuerprivilegien abzuschaffen. Wenn du jetzt selbst in Portugal lebst, hast du schon gehört, also wir wissen noch nichts Genaues, also deswegen man muss natürlich sich genau informieren, aber wie es aussieht, hast du Bestandsschutz, das heißt, du brauchst dir dann keine Sorgen zu machen. Du kannst den NRR-Status nutzen für die 10 Jahre, die du ihnen grundsätzlich hast mal versprochen bekommen von der portugiesischen Regierung. Wenn du jetzt noch nach Portugal willst, wie gesagt, gehe ich davon aus, dass du noch dieses Jahr dorthin musst. Der NRR-Status wird ja letztlich immer im Nachhinein beantragt, das heißt 2024 dann rückwirkend für 2023. Wenn man davon ausgeht, dass 2024 die letzten Anträge durchgehen, dann sind die für das Jahr 2023. Ja? Insofern musst du jetzt noch dorthin umziehen. Aber auch hier, wie gesagt, also ich würde jetzt hier keine Schnellschüsse machen, muss man sich sehr genau natürlich überlegen, auch wenn es ein gewisser Zeitdruck tatsächlich schon da ist. Wenn du sowieso umziehen möchtest, dann würde ich es eher jetzt machen als später. Wenn du planst, ins Ausland umzuziehen, egal ob Portugal oder irgendein anderes Land oder deine Pläne haben sich jetzt hier zerschlagen aufgrund dieser Nachricht, dann kannst du gerne ein Beratungsgespräch bei uns buchen und wir können alternative Pläne mit dir ausarbeiten. Wir machen nichts anderes mit Mandanten seit fast 20 Jahren und helfen Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, ihre Steuerlast zu optimieren. Wir haben ein großes Netzwerk von Steuerberatern und Rechtsanwälten in vielen Ländern. Und wie gesagt, du kannst zuversichtlich sein, so schön Portugal auch ist, es gibt alternative Länder, die sich um dich reißen und die gerne dein Geld nehmen, wenn Portugal es nicht mehr will. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland?
Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.